zurück zu einer neuen Folge von Metal Gear Rising Revange. Ich denke, wir werden weiterspielen. Okay. Jetzt geht's weiter. Wenn ihr nicht wisst, wo wir verblieben sind, dann schaut euch die letzte Folge an, bevor ihr euch diese Folge anschaut. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, schaut euch auch die erste Folge auch noch an und die zweite dann auch noch gleich. Und dann auch noch gleich die. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst auch noch einen Daumen hoch dabei, Alter. Auf jeden Fall werden wir jetzt weiterfahren. So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiko? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano-repair units from your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Their combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. So kann der Deutsch. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. Jetstream Sam. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion. Als ob das geht. Also ich meine, Ziel ist, aber als ob das möglich wäre. Das Spiel ist schon ein Weilchen alt, dafür finde ich die Grafik ehrlich gesagt ziemlich gut.
Ryder, you landed safely, da? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on Codec if you have questions. So. Ich bin jetzt mal gespannt auf unsere neuen Fähigkeiten. Unser Körper sieht jetzt auch anders aus. Irgendwie cool. Ich meine, ich fand das Gold zwar schön, aber ich finde das so einiges cool. Das war das Schwert. Oh, das verbraucht Energie. Wir haben jetzt so einen links Energie und das war jetzt Bastards are using stealth cable to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Bullseye! Nein, ich hab mich festgedrückt. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real Thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Naja, im Grunde hat er jetzt nur erzählt, dass das auch Menschen sind. Also, auch wenn Cyborgs sind. Aber darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Dafür habe ich nicht die Zeit und Geduld, um dieses Spiel ewige Jahre lang auf This is meinem Boris. Kanal zu Give me your spielen. status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a Desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Okay, mach ich. Ich bleib vorsichtig. Kann's bestimmt nicht. Kiste? Was ist das? Okay. Ist da jetzt mal was? So, da hinten ist nicht. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind.
Excellent, Raiden. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. Ich sehe auf der anderen Seite auch nichts zum Einsammeln. Ich will nichts übersehen. What are you doing here? This area is off limits. What? No, I'm not doing anything. Can we just kill them? It'll be easier. We're supposed to have driven them all away already. So, self-defense, right? Easy. No, please, I have family. Schade, so kann ich auch nicht spielen. Ah doch. Enemy sighted! Wie viel Leben haben die? Oder wie stark ist mein Schwert, wenn ich da den Bus einfach so auseinandernehmen kann? Aber dieses Fass. Irgendwie sind die Cyborgs im Vergleich zur Umgebung übertrieben stark. Was sind denn das für Dinge? Die machen nur wie die Aliens auf Laufbahn. Haben wir jetzt in jedem Let's Play immer etwas haben, das Blut und den Blue macht und das Spiel nur auf Englisch ist mit deutschen Untertiteln. Die Dinge sind gar nicht mal schwarz. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Ich würde es cool finden, wenn er das Schwert nicht wegstecken würde, sondern in der Hand behalten. Sekundärwaffe. Fällt meine Klinge. Eine Hochfrequenzklinge. Na ja gut. Kampfhandbuch. 2 Sekundärwaffe wechseln, ja wenn ich eine hätte.
Ah Mann, dieses Ding will einfach nicht verrecken. Wieso will dieses Ding nicht verrecken? Wie viel muss ich dem noch verteilen? Wenn das so weitergeht, dann sterbe ich. Right. This can't be happening. Raiden? Raiden! Neustart. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Und da. No. Diese Scheißdinger können auch noch nicht so springen. Geht kaputt! Scheißding! Und das Schlimmste ist, die greifen auch an, wenn ich sie am Angreifen bin. Mann, diese Mistviecher, ich hasse die, ich bin schon gleich schon wieder tot. Answer me! Raiden! Raiden! Very good, Raiden. Now, Oh keep heading for Mann, refinery. was da? Wenn ich ihn erledige, wird die Wache, die dort oben ist, darauf aufmerksam. Die haben sich gegenseitig im Blick. Das ist nicht gut. Oh Mann! Ich hab mir echt nicht. Ja, komm schon. Ja, so gefällt mir doch der Kampf. Nein, ich konnte ihn nicht vernünftig erledigen. Das ist irgendwie unmöglich. So mit Raiden, respond! Raiden! Raiden! Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Ich muss es irgendwie so machen, dass... Okay. Ich weiß nicht genau. So, dass ich die Leute auseinandernehmen kann und dann wieder volles Leben bekomme.
Diese verdammte... Ich muss... Diese verdammten Viecher sollen mich mal kurz in Ruhe lassen. Ich muss diese Typen besiegen. Dann bekomme ich wieder Leben. Das ist nicht so schnell! Oh, Gott sei Dank. Diese Viecher weichen aber auch immer dann aus, wenn ich sie am Wegkombo bin. Ich bin unfair, dass das mit WHSD nicht funktioniert. Generell, das Spiel ist unfair. Weil die können angreifen, wenn ich sie zu wegkombone. Aber wenn sie die ganze Zeit zuschlagen, dann kann ich nichts mehr machen. Das finde ich sehr unfair. Enemy sighted! Dieses... Gesehen? Das war ein Combo. Das Ding hat angegriffen. Ich finde das so hart unfair. What? What's wrong? Come on, buddy, answer me! Raiden! Raiden! Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Schlimm ist, ich kann ja nicht mal wirklich was besser machen, weil die mich einfach die ganze Zeit daran hindern. Den Raketenwerfer. Und ihn weg. Die machen aber auch einfach viel zu viel Schaden. Und man kann es gar nicht abwehren mit WASD. Das funktioniert nicht. Ja, danke schön. So, They have erected an electromagnetic barricade. Maybe expecting UG or cyborg attacks, huh? so. So.
auch schon nur mit einem von denen sollte es doch jetzt wohl noch fertig werden. Das sollte mir jetzt also noch gelingen. So. Endlich. Dort ist noch mal einer. Someone there! Verdammt, ich hab mich getroffen. Was ist mit meiner Karte los? Leute, was ist mit meiner Karte los? Da komme ich noch nicht weiter. Hallo? Irgendjemand da? Oh, da ist ein Schuss. Dann habe ich was in Kiste, die nicht aufgeht. Ach so. Datenspeicher. What the fuck? Seht ihr das mit der Karte auch? Ah, ich muss da durch. Deswegen. Right, wait. We're picking up a wireless transmission near your position. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Okay. VR-Mission 1 freigeschaltet. Ah. The stealth craft made it back to Sochi all right? Da. Safe and sound. No repairs necessary. Some routine maintenance and she will be as good as new. Good to hear. I'm guessing that thing doesn't come cheap. Well, an old Soviet army friend gave me discount. He runs a PMC, specializing in airborne warfare. An Air Force for hire? That's a new one. Ever since SOP, Mercs started to fill more and more regular combat duties. SOP ended, but the trend did not. Most every modern military relies on PMC support in one way or another. Good news for Maverick, I suppose. Anyway, that's quite the little jet your friend has. I was expecting a lot of turbulence coming in that low, but she was smooth as silk. Didn't feel like I was a bird exactly, but probably the next best thing. The MQ-133C uses a brand new type of active adjustment control system. Sensors on the plane take readings 120 times a second, and to be honest, I don't know how it works. But the crew chief tells me this is what keeps her flying so steady. It is all state-of-the-art technology. There are only 3 of them in the entire world. Even the RQ-133 spy plane she is based on is only 2 years old. It is fitted specially for Cyborg, so maybe demand is a bit low now, but I think that will change soon, eh? It's funny. Its guts are all bleeding edge, but from the outside, it looks almost retro. Until recently, stealth aircraft design was focused on radar-absorbing materials and improving aerodynamics. But lately, engineers are trying to use the shape of the craft to do more than improve gas mileage. Maneuverability is a low priority. This kind of plane is not meant for dogfighting, after all. And we can afford all this? I hate to ask, but will we clear a profit on this op?
You need not worry about such things. But yes, we should be fine. Where the proper equipment can make or break a mission, we should have the best. That miss with the anti-air missile last month was a painful reminder of this lesson. Ah, yeah. I see what you mean. Okay. Looks like a war zone out here. The palace cleared out quick when Eigentlich wollte ich Dolzayev's men jetzt showed up. nicht The jeden streets got pretty hot after anrufen. Ich that. dachte nur, We're ich muss definitely den gonna see a few jetzt civilian casualties here. gehen. Luckily, it looks like most of them got out of the city before things got bad. They've basically got control of the... And that's why we're hitting the plant. Keep in mind, those cyborgs are contractors. For most of these, in theory, once you... Wenn ich das nicht muss, dann lasse ich es, weil ich will nicht zu viel Zeit vertrödeln. Ich denke, ich werde die Folge jetzt dann auch erstmal beenden. Dann werde ich mich mal von euch verabschieden. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Bye!